Ich bin der Roman und die Fragen, mit denen ich mich eigentlich so zentral in meinem Leben beschäftige, jetzt in den letzten Jahren, ist all die Themen, wo gesellschaftliche Transformation stattfindet. Da versuche ich halt zusammen, weil Dinge gehen ja nie alleine, solche großen Themen kann man ja immer nur als Gemeinschaft oder in Gemeinschaft angehen, versuchen wir neue Wege zu gehen. Das ist eigentlich so der zentrale Impuls, der mich antreibt. Ich bin seit um die 2007 von Anfang an bei der ganzen Tempelhof-Geschichte dabei, wo damals gab es den Tempelhof noch nicht. Wir kommen alle so aus München oder aus dem Süden von München und haben uns überlegt, es wäre doch eine tolle Idee, so eine Gemeinschaft zu gründen, und da brauchst du erstmal einen Platz. Und das war dann die Aktivität der nächsten 3 Jahre, dass wir auf der Suche nach einem guten Gelände, wo wir sein können, uns auch parallel dazu inhaltlich vorbereiten, was wollen wir denn hier eigentlich machen, welche Art von Kultur wollen wir leben, welche Art von Gemeinschaft wollen wir sein. Und dann der Schritt zu sagen, lass uns doch mal alle Lebensbereiche gemeinsam angehen. Von der Landwirtschaft hier, von den Äckern bis hin eben zum Sterben. Also vom Kinderkriegen, da unten, da wurde vor einiger Zeit ein Baby geboren, hier bei uns in unserer Mitte, bis hin zum Sterben. Das alles gemeinsam wieder in die eigenen Hände zu nehmen und uns wieder selbst zu Experten des Lebens zu machen. Ja, wir selber wissen eigentlich, wie Leben geht. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir irgendwie es hier nett haben und hier so die Insel der Seligen und was da draußen, die alte Welt, die bisschen böse Welt, und wir machen es aber uns schön, sondern es geht eigentlich darum, ein Laboratorium zu sein. Und das beinhaltet erstmal auch die Möglichkeit zu scheitern, was ganz wichtig ist, und Scheitern ist okay, um dann eben daraus zu lernen und was Neues zu machen. Und das bedeutet auch Verbundenheit. Also nicht abschotten, sondern integrieren und versuchen, auf die Menschen hier zuzugehen, ohne sich selber zu verwässern und seine eigenen Ideale dann über Bord zu werfen, was ihr euch vorstellen könnt, immer ein Spannungsfeld auch ist. Die Kreiskultur am Tempelhof ist eine ganz natürliche. Alle Treffen, alle Zusammenkünfte, alle Formen der Begegnung, fast alle, jetzt beim Essen geht es nicht immer, finden im Kreis statt. Wenn es dann im großen Kreis oder egal in welchem Kreis ist, ist der Ablauf folgender. Wir machen in der Regel erstmal ein Meinungsbild. Das heißt, es wird dann 6-stufig abgestimmt, und wenn man merkt, das ist ja eigentlich fast alles klar, dann kann sich die Diskussion auf wenige Punkte konzentrieren, dann ändert man vielleicht noch ein bisschen was, und dann gibt es die verbindliche Abstimmung auch 6-stufig. Wenn man merkt, also es gibt 3 schwere Bedenken und 2 beiseite stehen, dann werden erstmal die gehört, die ein Beiseite stehen haben oder vielleicht sogar ein Veto oder schwere Bedenken, die werden dann erstmal abgeholt. Das heißt, da gibt es noch keine Diskussion, sondern dann sagen die ihre Positionen, das ist dann im Raum. Oft ist es dann schon so, dass es genügt, dass jemand gehört wird. Und dass alle wissen, okay, der hat wirklich diese Sorge oder dieses Thema. Das genügt dann für den oft schon, dass er das Bedenken loslassen kann. Weil es gibt ja auch immer Menschen, die eine Sache auch umsetzen, und die wissen dann genau, das und das und das Thema, da muss ich drauf achten. Entweder wird sogar die Abstimmungsfrage dann geändert, sodass der mitgehen kann, oder bei der Umsetzung wird dann auf spezielle Themen Rücksicht genommen, oder der auch dann konsultiert, sagt, sag mal, ist das für dich in Ordnung, wenn wir das so machen. Und am Ende gibt es dann die verbindliche Abstimmung. Was total faszinierend war für mich, wie sehr Konsensentscheidungen, also nur wenn man das Prinzip der Entscheidungen verändert, wie sehr die Art der Diskussion, die Art des Hineingehens in ein Thema, die Art der Entscheidungsfindung sich ändert. Bei 50+1, also beim Mehrheitsprinzip, von der Strategie her, da sammle ich meine Argumente, hole mir meine Verbündeten ran, schaue, dass ich irgendwie gut strukturiert aufgestellt bin, zack, durch, und Mehrheit gewinnt. So, ne? Das ist so das eine Prinzip. Ja, kann ich ganz gut. So. Bei Konsens interessiert es gar nicht. Da kann ich schon mal mit dem Thema Strategie, das kann ich schon mal ein bisschen auf die Seite räumen, sondern muss eigentlich, und da habe ich eine ganze Zeit lang gebraucht, um das zu kapieren, erstmal den suchen, der das überhaupt nicht möchte, was ich will. Ja? Also muss sozusagen meinen Gegner versuchen, den mal zu finden oder mal zu schauen, wie ist denn das Ganze? Wer findet es gut? Klar, das ist schon
auch ein ganz wichtiger Punkt. Wen inspiriert das Ganze? Aber er will das eigentlich nicht. Und dann den oder die mit ins Boot holen, ja, und das miteinander bewegen. Also das ist ein ganz komplett anderer Prozess. Und wenn Konsens gut läuft, gibt es am Ende eigentlich fast keine Entscheidung, also so dieses Entscheiden, sondern dann weiß man, okay, das war's, das ist es jetzt. Ja, das ist stimmig, das ist dann so ein Moment, da braucht es eigentlich fast kein Abstimmen mehr. Setzt aber voraus eine gewisse ein gewisses Mindestmaß an Reflektiertheit. Weil wenn einer dabei ist, der einfach nur stur sein Ding durchzieht und nicht in Begegnung und Berührung mit den anderen geht, dann funktioniert Konsens nicht. Also da gibt einer, der kann das Ganze dann sprengen. Das ist der Nachteil von Konsens. Und der Nachteil ist auch, dass man Zeit braucht. Und jetzt klassischen Entscheidungen sind meistens top-down, das heißt, da wird irgendwo eine Entscheidung getroffen und dann dauert es eine bestimmte Zeit, bis die umgesetzt sind durch alle Hierarchien durch. Dann findet das Mittelmanagement das nicht gut, kommuniziert es nicht weiter. Und teilweise ist es so, dass es entweder ewig lang dauert oder gar nicht umgesetzt wird. Die Transaktionskosten sind oft sehr lange, gerade wenn es Entscheidungen vom klassischen grünen Tisch weg sind. Bei uns sind die Transaktionskosten im Vorfeld. Es dauert länger. Der Vorteil ist, alle sind beteiligt, alle können sich ausdrücken, alle Argumente werden von vornherein gehört. Die Entscheidung am Ende ist in der Regel inhaltlich eine andere und die Umsetzung geht ganz schnell, weil ja alle mit im Boot sind. Das heißt, die Gesamtzeit ist die gleiche, weil es sind alle mit im Boot, wenn es ideal läuft. Ja, und natürlich läuft das Leben bei uns immer ideal.